Okay, packen wir das mal aus. Wenn man sich die Quellen ansieht, die Sie uns geschickt haben, stößt man auf eine, wirklich unglaubliche Geschichte. Soldaten im Vietnamkrieg, die durch spezielle Nachtsichtbrillen Dämonen sehen konnten. Mhm. Das klingt ja wie das Drehbuch zu einem Horrorfilm. Aber unser Deep Dive heute gräbt sich mal durch die Fakten und die Fiktion dieser sogenannten Dysianen Goggles. Was hier so faszinierend ist, sind die zwei Ebenen, die sich überlagern. Okay, Wir haben die knallharte technische Realität, also die Entwicklung echter Nachtsichtgeräte. Und dann haben wir diese, ja, fast schon esoterische Ebene des Mythos. Die geht zurück auf einen Arzt Anfang des 20. Jahrhunderts, einen Dr. Walter Kilner, und seine Experimente mit einer Chemikalie namens Dysianen. bevor wir uns da jetzt reinstürzen, müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, womit die Soldaten da draußen wirklich gearbeitet haben. Also, wie sah Nachtsicht in den 60ern überhaupt aus? Ja, Das war ja nicht so wie in modernen Videospielen, oder? absolut nicht. Die erste Generation, die man Generation Null nennt, stammte im Grunde noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Das waren aktive Systeme. Man brauchte also einen riesigen Infrarotscheinwerfer, um die Umgebung quasi unsichtbar anzustrahlen. Und der entscheidende Punkt für unsere Geschichte ist, die Filter dieser Scheinwerfer, die konnten manchmal ein ganz schwaches, rötliches Glimmern abgeben. Okay, da haben wir schon den ersten Anhaltspunkt. Und in Vietnam kam dann der nächste Schritt, das Starlight Scope. Genau, die Generation 1, das war ein Quantensprung, denn es war passiv. Es brauchte keinen Scheinwerfer mehr, sondern hat vorhandenes Restlicht verstärkt. Also das Licht der Sterne oder vom Mond. Richtig. Aber, und das ist ganz entscheidend, die Technologie war unausgereift. Die Bilder waren extrem verzerrt, es gab ein konstantes elektronisches Rauschen. Stellen Sie sich das vor wie bei einem alten Fernseher ohne Empfang. Und es gab den Blooming-Effekt. Blooming, was genau bedeutet das? Also jede helle Lichtquelle, sagen wir Mündungsfeuer oder eine Taschenlampe, überstrahlte das Bild komplett. Die blühte sozusagen auf zu einem riesigen, geisterhaften, pulsierenden Halo. Ein Mündungsfeuer war nicht mehr nur ein Blitz, sondern ein gespenstischer Fleck, der für Sekunden im Sichtfeld schwebte. Und genau das ist der Punkt, an dem die Quellen, die Sie uns geschickt haben, wirklich unheimlich werden. Ja, Denn was ist, wenn dieser gespenstische Fleck nicht von einer Waffe stammt, sondern von etwas anderem? Plötzlich sprechen die Berichte vor allem von Hubschrauberpiloten, von rötlich gefärbten Brillen und von geflügelten Wesen, die am Himmel auftauchen und ihre Helikopter angreifen. genau. Da sind wir dann nicht mehr bei Technik, sondern bei Dämonen. Und hier kommt eben Dr. Kilner und sein Dysianin ins Spiel. Er hat schon 1911 behauptet, dass man durch Bildschirme, die mit diesem Farbstoff beschichtet sind, die menschliche Aura sehen kann. Wirklich? Die Aura. Ja. Und die Legende besagt nun, das Militär hätte diese Idee aufgegriffen. Aber was sahen die Soldaten wirklich? Die Quellen deuten auf eine Kombination von Faktoren hin. Einer davon ist ein psychologisches Phänomen namens Pareidolie. Das müssen Sie kurz erklären. Im Grunde sucht unser Gehirn verzweifelt nach bekannten Mustern, besonders unter extremem Stress. Okay. Das ist der gleiche Grund, warum wir Gesichter in Wolken oder in Steckdosen erkennen. Verstehe. Und jetzt stellen Sie sich das vor. Im Dschungel, mitten in der Nacht. Das Leben auf dem Spiel, während man durch ein rauschendes, flimmerndes Gerät schaut. Das Gehirn versucht aus dem Chaos Sinn zu machen. Und wenn man dazu noch den in den Quellen erwähnten, weit verbreiteten Drogenkonsum unter den Truppen rechnet, LSD, Marihuana, da hat man einen perfekten Nährboden für Halluzinationen. Exakt. Das visuelle Rauschen der Technik, die psychische Extremsituation des Krieges und die bewusstseinsverändernde Wirkung von Drogen. Das ist ein hochexplosiver Cocktail für die Wahrnehmung. Das ist alles faszinierend, aber es lässt mich mit einer ganz praktischen Frage zurück. Ja? Warum ist heute eigentlich alles, was man so aus Filmen kennt, jede Nachtsichtszene, grün? Wenn Rot angeblich dieses, spirituelle Fenster geöffnet hat, warum hat man das geändert? Die offizielle wissenschaftliche Antwort ist fast schon banal pragmatisch. Es geht um unsere Augen. Aha. Wir können einfach mehr Grüntöne unterscheiden als jede andere Farbe. Grünes Licht maximiert die Detailerkennung und ermüdet die Augen auf Dauer am wenigsten. Okay,
Das ist die rationale Erklärung. Richtig. Aber die Legende, die in ihren Quellen auftaucht, hat natürlich eine viel spannendere Antwort parat. Nämlich, dass das Militär das Fenster absichtlich wieder geschlossen hat. Genau. Weil sie nicht wollten, dass ihre Soldaten sehen, was sich wirklich in der Dunkelheit verbirgt. Exakt das. Es ist die perfekte Verschwörungstheorie. Die rationale Erklärung ist der Beweis für die Vertuschung. Okay, halten wir mal fest, wo wir jetzt stehen. Es gibt keinerlei handfeste Beweise dafür, dass es diese Daisyonin-Dämonenbrillen hier gab. Nein. Die Legende scheint ein Amalgam zu sein aus den echten Mängeln früher Nachtsichttechnik, dieser historischen Kuriosität von Dr. Kilners Auraforschung und dem unvorstellbaren psychologischen Trauma des Vietnamkriegs. Aber die Geschichte bleibt ebenso hartnäckig, weil sie auf diesen wahren Körnchen basiert. Richtig. Daisyanin gibt es wirklich. Früher Infrarottechnik hatte rote Elemente. Und Soldaten haben definitiv von unheimlichen, paranormal anmutenden Erlebnissen berichtet. Ja. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Technologie, Trauma und Folklore einen komplett neuen, modernen Mythos erschaffen können. Und hier ist ein letzter Gedanke für Sie. Die offizielle Erklärung verweist auf die Grenzen der Technik und der menschlichen Psyche. Aber die Legende überlebt, weil sie eine tiefere, beunruhigendere Frage stellt. Wo endet in einem so extremen Umfeld wie dem Dschungelkrieg die Wahrnehmung der Realität und wo beginnt der Einfluss des Unbekannten auf den Menschen?